dunkel. Moin zusammen. Junge. Was sind das für Lichtverhältnisse? Hallo? Oh, guten Morgen, Samir. Shadi, hi. Ich glaube, ich bin ein bisschen dunkel, oder? Egal, wie ich den Laptop drehe, bin ich halbwegs hell. Ich setze mich mal auf die andere Seite. So. Hallo, grüßt euch zusammen. Die ist auch verdammt gemütlich. Och, Turgut ist auch da. Hallo? Ja, das ist mein erster Chat. Ich hoffe, ihr versteht mich. Laut und deutlich. Sehr gut. Dann brauche ich mir jetzt keinen Schnickschnack kaufen. Ich vermute mal, ihr habt euch ganz viele Fragen aufgeschrieben. Samir, ich habe schon gesehen, dass du fleißig produzierst. Sehr schön. Was? Du bist wieder in der Schweiz, Turgut? 19 Grad, was machst du denn da? Ist dir Antalya zu heiß geworden? Grüß dich, Reni. Elf Mann da. Super. Ich weiß. Ich hab eine blöde Zeit gewählt. Samstags ist kein guter Tag, um einen Livestream zu machen. Ich merke auch, die Zeit ist auch nicht gut gewählt. Die meisten sind wahrscheinlich nach 10 Minuten wieder weg. Aber das kann man ja ändern, ne? Vielleicht wähle ich ja demnächst doch einen Sonntag. Ich dachte, Samstag wäre ein schöner Tag zum Starten.
Tja, wie sieht das mit dem Verkauf aus? Also ich muss euch sagen, ist eigentlich ein eigenes Video wert, aber seit letztem Jahr, was hatten wir da gehabt? Ein Winter, klar. Winter ist immer die Nachfrage geringer, obwohl eigentlich der Zeitpunkt zum Kaufen optimal ist. Ich würde eher im Winter einkaufen statt im Sommer. Das ist so meine persönliche Meinung. Aber gut, allgemein ist es halt so, im Winter kauft man weniger. Dann kam das Erdbeben. Dann kam die Wahl. Ja, und im Allgemeinen erwartet man jetzt demnächst auch ich will jetzt nicht Verschärfung sagen, aber eine andere Regulierung, wie man mit den Ausländern hier weiter vorgeht. Die neue Regierung macht jetzt Überlegungen, tätigt da in der Hinsicht und wird dann halt sich mal überlegen, mit neuen Regeln an den Markt zu gehen. Welche das sind, kann ich noch nicht sagen, weiß ich noch nicht, steht noch in den Sternen. Dadurch ist natürlich der Markt auch wieder gedämpft. Also wir dämpfen uns schon die ganze Zeit. Ne? Jetzt um auf die Frage mal wieder zurückzukommen, Villenverkauf ja oder nein? Ich sag mal so, die Villa ist im Angebot und ja, wenn sie verkauft wird, wird sie verkauft. Wenn nicht, haben wir uns schon, wenn bei Nichtverkauf, haben wir uns hier komplett eingerichtet. Quasi bleiben wir dann sitzen hier. Und eine andere Sache, wenn wir die Villa 5 Jahre lang halten, dann ist sie steuerfrei. Und das ist natürlich spitzenmäßig für uns. Weil momentan mit 40%, das ist ja echt, ein bisschen übertrieben. Ne? Wie, du arbeitest so gut? Ich dachte, du arbeitest nicht mehr. Da bin ich wohl nicht richtig im Bilde. Ich möchte noch an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich das super finde, dass du so alles berichtest. Ja, ich versuche auch so viel wie möglich aufzuklären, natürlich. Und den einen und anderen kann da einen Mehrwert draus ziehen. Hoffe ich jedenfalls. Sonntagabend ist besser. Ja, abends. Ich will Sonntagabends auch gerne was anderes machen. Und deswegen, so wenn man morgens so ein bisschen fit ist, ne, kann man das, finde ich persönlich, natürlich angenehmer für mich. Zwischen Sonntag und Samstag ist Sonntag wahrscheinlich besser. Sonntag morgens. Aber sonntags hat ja auch in Deutschland alles zu, ne? Ist doch auch, oder Russland auch so? Ich weiß es gar nicht, ob sonntags die Geschäfte zu haben. Kannst du mir nur sagen, Ralf? Ja, Togut, ich muss mir natürlich auch immer wieder Gedanken machen, wie macht man Geld, ne? Ich bin ja momentan dran, mein Rentner zu werden immer noch. Also ich habe das noch nicht komplett. Ich werde jetzt meinen Rentenversicherungsverlauf mal übersetzen lassen am Montag. Und ich reiche das Ding ein. Ich will endlich eine 100%ige Antwort haben. Die in Alanya, die sind ja einfach unwissend oder wollen es nicht. Ich weiß es nicht, was das Problem bei denen ist. Und der Antrag führt dann halt dazu, dass es nach Antalya geschickt wird. Und wenn der Antrag dort geprüft wird, kriegt man auch eine ordentliche Antwort. Ist halt schriftlich, ne? Und da können sie die nicht rauswinden. Labern können sie alle hier in Türkei. Also in Alanya, in CGK.
Deswegen, das ist erstmal eine Sache. Eine andere Sache ist, ich werde wahrscheinlich hier arbeiten. Mit wem werde ich dann in der Zukunft mitteilen, das separat, heute nicht hier. Und ja, da werde ich eine Partnerschaft eingehen. Mache gerade Schule, Online-Schule, kann ich euch auch noch soweit sagen. Ist ein bisschen knapp alles. Also, da ich sowieso keine Zeit habe, großartig in die Schule zu gehen, irgendwelche festen Arbeitszeiten einzugehen, also Schulzeiten anzutreten, habe ich eine Online-Schule angefangen. Dann kann ich mir die Zeiten wunderbar selber einteilen, morgens zum Beispiel. Finde ich immer ganz toll, morgens zu lernen. Aber die Prüfung steht auch schon demnächst an. Finde ich ein bisschen blöd. Kaum angemeldet, schon Prüfung. Bisschen knapp bemessen das Ganze. Aber wir werden sehen. Ich will jetzt nicht zu viel in der Hinsicht erzählen. So. Auch Togut, erster YouTuber, den ich live gesehen habe. War das auch so bei uns? Togut ist ein alter Hase, ne? Ja, das stimmt. Könnte hinkommen. Ich kann mich noch erinnern, da hast du doch noch in der Pfanne in deiner Bude Eier gemacht und so. Ja, in Antalya. Ja, ja. Kaum Türkisch. Muss ich 3 Monate in der Schweiz arbeiten. Ja. Naja, 3 Monate sind auch schnell um. Togut. So. Tatsächlich. 7 Tage, 24 Stunden haben die Supermärkte in Russland auf. Ja, so wie bei uns, ne? Ja, 24 Stunden haben die nicht. Nicht? 24 Stunden? Stimmt. Haben die gar nicht so lange auf, ne? Nee, so schlimm ist es bei uns nicht. Ich verwechsel das, glaube ich, mit Thailand. Tja, in welchem Bereich wird meine Arbeit sein? Ja, gute Frage, Shadi. Gute Frage. Wahrscheinlich, was jeder in Alanya macht. Ja. Och, ein Gruß an Kebe von Vera. Zurück. Wieso bist du drin? Bist du drin im Chat? Okay. Vielleicht sehen wir uns im Oktober, Turgut. Ach so, ja schön, macht mal einen Termin aus. Da bin ich ja mit dabei. Ja, für den Anfang 13 Leute finde ich ja schon mal gar nicht mal so schlecht. So, was habt ihr so geplant heute? Turgut, was machst du denn in der Schweiz? Ups. Tja, das war beim Farmer. Wer weiß, was der für Sorgen hat. Ja, kümmere ich mich später drum. Ja. Ich suche einen Job als Disponent und mache natürlich meine Sprechersache weiter. Aber im Moment ist das wegen der vielen KI-Konkurrenz etwas schwierig. Ja.
Wenn da schon die Konkurrenz ist mittlerweile, können die Key Eyes auch so Emotionen rüberbringen? Beachparty. Wo ist denn jetzt hier eine Beachparty, Vera? Hm? Mittlerweile schon. Ach du Scheiße. Tja. Tja, Turgut. Künstliche Intelligenz überall in unsere Lebensbereiche ein. Da kann man nichts machen. Da kann man echt nichts machen. Ich meine, bald werden ja auch Buchhalter ersetzt, ne? Was ja auch schon Zum Glück bin ich draußen. Bin jetzt naturverbundener. Da können die Roboter noch nicht so. Obwohl, ich kenne schon moderne Landwirtschaft, ja. Da fliegen sie mit Drohnen auf dem Acker herum und pflücken dann die Äpfel und so. Also, die sind auch dort ziemlich fortgeschritten. Wir wurden von der Vera eingeladen. Oder beziehungsweise eingeladen nicht, aber dass wir dort dabei sind. Das 10 Minuten Originalaufnahme reicht, um alles in der Stimme auszugeben. Tja, das ist interessant. Musst ja was einen anderen Job suchen, oder? Also wenn ich das könnte, würde ich das mit den Drohnen bei mir auch im Acker machen, ne? Von zu Hause mit der Drohne rumfliegen, ein paar Avocados sammeln. Selbstfahrende Auto holt's ab. Genau. Und das selbstfahrende Auto holt's ab. Ab zum Großhändler. Können die gleich das Geld überweisen. Wann wissen wir mehr, was die Regierung vorhat mit uns Ausländern? Tja. Ach, die Spanne ist so 1 bis 3 Monate. Keine Ahnung, 1 bis 3 Monate. Ich kann es nicht genau sagen. Ich hatte das nur so mitbekommen gehabt, dass da wieder was in Planung ist. Und mehr weiß ich leider auch nicht. Wenn ich mehr weiß, dann haue ich auf jeden Fall ein Video raus und halte euch dann auf dem Laufenden. Aber ich kann nichts sagen, was ich nicht weiß. Ja. Ich versuche mich natürlich an die Technik anzupassen, aber irgendwie ist mir das nichts. Ja. Ja. Vielleicht Tonbeschneidung selber oder so, Videobeschneidung. Das wird doch nicht auch computermäßig gemacht. Da ist doch bestimmt irgendein Mensch, der da ein paar Sachen rausschneidet, zurechtschneidet, wie es gerade gewünscht ist. Es wird nichts verkauft gerade. Kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer machen wollen. Ja, es stagniert hier. Die Preise sind, fallen die, Frau? Stagnieren, ne? Bisschen, aber so richtig fallen kann man das nicht. Nee, die Türken wollen irgendwie nicht runtergehen mit den Preisen. Und ja, die Ausländer ja auch nicht, ne? Die wollen ja auf jeden Fall immer ihr Geld wieder zurückhaben, was sie eingesetzt haben. Keiner will ein Verlustgeschäft machen, ne? Im Gegenteil, die Türken, wenn da endlich mal einer nachfragt, da gehen sie mal den Preis hoch. Ja, immer noch? Sie sind so. Ja, bei den Türken, das ist die gehen eher mit dem Preis hoch, wenn du nachfragst. Aber gut. Und dann arbeite ich momentan immer noch an der Jurtenprojekt. Was ist denn Jurtenprojekt? Ich muss das mal größer stellen oder ich baue eine Brille oder was ist das? Ah, ich kann größer stellen. Oh, schön. Ich kann ja von der Ferne lesen. Ich habe Jurtenprojekt gelesen. Ich weiß nicht, was ein Jurtenprojekt ist. Es wird nichts verkauft gerade. Kann mir nicht vorstellen. Ach so, ich habe da was übersprungen. Gut.
Naja, vielleicht wird es ja auch einfach nur verbessert, Shadi. Du kannst ja auch nicht, das Schlimme ist, die Bauunternehmer haben ja auch ein Problem. Die haben zig Projekte angefangen und kriegen sie nicht fertiggestellt, haben dann ziemlich viel reingesteckt. Und wenn da keiner kommt und kauft, dann bleiben die, meistens ist es ja so, die Bauunternehmer bauen mit dem Geld der Kunden, ja, und kriegst ja niemals fertiggestellt, wenn Kunden dann nicht kaufen, ne? Und dann hast du da halbe Ruinen. Damit ist auch keinem geholfen. Ja, und die Nachfrage wird dadurch auch nicht bedient. Deswegen, es muss eine bessere Situation geschaffen werden. Es ist zwar schlimm genug momentan und das wird sich bestimmt noch ändern. Zum Besseren, vermute ich. Shadi, das ändert sich ja ständig. Ja, das stimmt. Es ändert sich hier alle Nase lang immer was. Vielleicht wird der Bogen auch ein bisschen zu sehr überspannt. Es ist für meine Verhältnisse so. Zu streng reguliert. Das ist gut, dass ich erst im späten Herbst in die Türkei kommen will. Ja, mach das. Und im Winter hast du dann, Herbst kannst du dann aussuchen, was du gerne hättest. Und im Winter würde ich kaufen gehen. Da kannst du sehr schön in der Regenzeit würde ich einkaufen gehen. Da kannst du schön Schimmel riechen und Nässe an den Wänden, wie das schön hochkraucht, sage ich jetzt mal, und von oben. Oder die Farbabplatzungen, wie es von oben rein regnet. Das kannst du alles wunderbar im Winter sehen. Deswegen, und die Preise stagnieren dann auch definitiv. Nee, meine Frau, die ist so die Stimme des Gewissens. Nein, ich weiß es nicht. Die kommt nicht rein. Nee, das könnt ihr vergessen. Reni, warum sitzt deine Frau nicht neben dir und ist mit dem Chat? Wäre schön. Tja. Ja, reicht, wenn einer Blödsinn erzählt. Nein. Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwann mal. Jurten sind mongolisch-runde Steppenzelte. Was willst du machen? Willst du die Dinger stricken oder basteln? Ach so, was hatten sie bei der Erdbeben auch? Und dann arbeite ich noch immer noch an dem Jurtenprojekt. Ah, du willst sie produzieren lassen und irgendwo aufstellen? Ah, ich möchte ein Dorf aus Jurten bauen und betreiben. Okay. Wird aber kalt im Winter, oder? Wie läuft das da? War nicht irgendwo ein Zeltplatz im Verkauf? Oder verpachten? Da könnte man so eine Dinger machen. Wo? Zeltplatz? Ja, ist doch trotzdem kalt. Stimmt. Im Zelt ist doch kalt. Wir haben im Beton ist ja sogar kalt. Kebi habe ich oft in Facebook gesehen, aber nie gewusst, dass es seine Frau ist. Siehst du mal. Geheimnisse. Wer alles meine Frau ist. Es gibt YouTuber, die sagen, man solle jetzt kaufen. Tja, weiß ich nicht. Kann man machen, kann man warten. Ist halt persönlich, wie man es gerade braucht, ne? Im Winter sieht man mehr Geschichten. Im Winter sieht man einfach mehr. Und wenn man schon was angemietet hat in der Sommerphase und nicht gerade rausgeschmissen wird, würde ich im Winter kaufen. Im Winter wird meine Zeit werden. Alle wollen ja jetzt verkaufen, oder? Ich meine, das Problem ist auch noch, ne? da der Markt irgendwie total stagniert, ne? Oder beziehungsweise, ich kenn Makler, der verkauft noch gut, vielleicht manch anderer auch, aber so im Allgemeinen ist die Nachfrage komplett zurückgegangen. Was im letzten Jahr die Leute auf dem Dach Makler, standen da Kunden da,
Ist in diesem Jahr so, ja, mal verläuft sich einer oder hat da mal was gefunden. Und die Makler haben Probleme. Die haben Probleme. Ich meine, Alanya, ich weiß nicht, wie, ich habe mal eine Zahl von 5000 Makler in Alanya gelesen. Grauziffer noch mehr, das waren nur die registrierten. Die unregistrierten Makler, sage ich jetzt mal, die kein Office haben oder irgendwas. Tja, die jammern dann halt, ne? Im Allgemeinen. Es ist schon zurückgegangen. So, ich verkneife mir generell, jeden Einzelnen nochmal zu begrüßen. Das hat mich in den anderen Livestreams immer nicht angekotzt, aber gestört. Ich war kurz weg, Verbindung war abgerissen. Jetzt bin ich wieder online. So, wo war ich? Ach so, deswegen, ich würde selber bevorzugen, am Anfang des Live-Chats einen guten Morgen in die Runde zu geben. Und damit meine ich natürlich dann alle, die auch danach kommen. Einige sind jetzt beschäftigt und müssen jetzt ihren Tätigkeiten nachgehen. Das verstehe ich voll und ganz. Frohes Schaffen wünsche ich. Ein gutes Gelingen, Samir. Ja, natürlich wollen die Makler jetzt verkaufen, weil sie auch jetzt gerne die Provisionen verdienen wollen. Ja, Lilian, so sehe ich das auch. Ich meine, die Makler, wenn du 100% Makler bist und nur dieses Einkommen hast, hast du natürlich einen gewissen Druck, verkaufen zu müssen. Wenn du aber mehrere Standbeine hast, dann sollte das cremiger vonstatten gehen. Wenn ein Standbein nicht funktioniert, dann hat das andere, sollte dann zumindest auffangen. Bei den Preisen und der Unsicherheit ist kein Wunder, dass niemand mehr was kauft. Ja, so ist es. So ist es leider. Vielleicht ändert sich ja das mit dem digitalen Coin, mit dem Türk-Coin. Das wäre es doch mal. Oder ich weiß es nicht, was dann ist. Dann kann man hier keine illegalen Dinger mehr machen. Unter Wert verkaufen, sage ich jetzt mal. Da werden sich ein Bauunternehmer noch blöd glotzen, ich sag's euch. Hatten sie ja mal angedacht gehabt, erstmal so bei großen Unternehmen einzuführen und dann in den Mittelstand runterzugehen, die Verpflichtung, und dann irgendwann die Bevölkerung komplett einzusammeln damit. Aber das ist noch ein langer Weg. Natürlich, Stefan, du kannst mich gerne grüßen. Ich wollte nur nicht zurückgrüßen. Weil ich am Anfang gegrüßt habe und damit meine ich natürlich alle. Aber danke. Kölsche Jung, Servus. Wer ist ein Kölsche Jung? Ich, ne? Viele. Ich meine, es sind mehr als 5, glaube ich. Also es sind so total viele aus Köln. Das ist Wahnsinn. Ja, Reni, du warst auch die Erste. Du wartest doch schon, hast auch in der Wartehalle schon gesessen, oder? Da komme ich natürlich mal persönlich. Ja, gut. Seht es mir nach. Ich muss ja noch irgendwie was finden, eine Balance dazwischen. Kölner sind mir aufgefallen, sind überproportional präsent bei den Ausländern. Ja, bei mir auch. Wahrscheinlich ist Köln einfach zu extrem, dass auf jeden Fall jeder abbauen will. Also Köln ist nicht mehr das, was es war, ich sag's euch. Das ist total absteigend. Da laufen sie alle nur mit dem Messer in der Tasche rum, also ehrlich. Und von den Kitas will ich jetzt gar nicht reden. Das ist, oh Gott. Ja, denke, kommt auf die Region an. Ja. Viele Kölner und ein Harzer. Wer ist denn da der Harzer? Die Kölner sind einfach weltoffener. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Unsere Gründe sind andere gewesen.
Ich glaube, Berlin ist genauso schlimm wie Köln, aber das müssen wir Berliner sagen können. Ah, jetzt bin ich auch schlau. Ach so, noch mehr Harzer. Ja, ja, shoot. Also jetzt haben wir noch mehr Harzer. Rini und Stefan. Die gehen gerne woanders hin. Sie klammern sich nicht so an alten Zopf. Ach so, ja. Kann sein. Kann sein. Ich muss sagen, die Bayramtage gefallen mir hier total. Seit einer Woche keine Baustelle nebenan und da unten und rechts und links. Die Staubentwicklung ist hier total geil. Kein Staub. Draußen sieht genauso aus bei uns wie drinnen. Keine Staubentwicklung. Ich freue mich da richtig. Und kein Lärm. Ich kann draußen an der frischen Luft einen Livestream machen. Nächstes Mal müsste ich wahrscheinlich drinnen sein. Das kann sein. Ja. Wo liegt denn Harz überhaupt? Im Süden von Köln, oder? Gibt es Livestreams nur noch zu Feiertagen? Wieso? Wieso? Was bedeutet das? Ach so, von mir oder was? Weiß ich nicht. Ich mache das nur noch drin. Oder meinst du andere? In 3 Wochen sind wir wieder für 4 Wochen in Antalya. Dann wollen wir schauen, ob die Türkei etwas für uns ist. Zum Glück müssen uns die Sperrgebiete nicht interessieren. Ja, da würde ich mich auch gar nicht drauf konzentrieren. Ja. Ich meine, wenn du eine Möglichkeit hast, dann würde ich woanders definitiv kaufen. Oder erstmal anmieten. Generell würde ich erstmal anmieten, Thomas. Weil eine Stadt lernst du erst dann kennen, wenn du irgendwo mal ein bisschen gewohnt hast, eine längere Zeit über. Und beim Kauf, ja, lernst du dann erst kennen und dann ist es wahrscheinlich vielleicht ein Fehlkauf oder auch nicht. Ach so, nee. Ich würde das nach drinnen verlagern. Also wenn hier wieder gehämmert wird, gebohrt wird, also nicht gebohrt, aber gekloppt wird und so, dann, das ist dann unerträglich. Ich höre ja hier die Grillen sogar. Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Müsste ich mal leise sein, ne? Ach, du hast schon gekauft, Thomas. Ist ja interessant. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, probier's aus. Aber 4 Wochen, reicht das, um dauerhaft? Entweder hat man einen Plan abzuhauen oder nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hau nicht ab, um zu sehen, ob ich abhauen will oder ob ich da bleiben will. Keine Ahnung. Und kaufen würde ich dann auch gar nicht. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen. Kann man ja vermieten. Vermieten. Ja, gut. Wer will das denn verwalten? Ja, ach, gut. Tja, Thomas, wo denn in Antalya? Sag ich jetzt nicht Kornakle. Ach, du bist in Deutschland, aber Familie in TR, Türkei? Mach mal einen YouTube-Kanal in Antalya Kepes. Ich habe 6 Monate gebraucht, um das Leben dort zu verstehen. Ja, das meine ich ja damit. Wir haben es immer noch nicht verstanden. Wir brauchten auch eine gewisse Zeit. Ich meine, der erste Monat in Demirtaş, da war uns ganz schnell klar, das ist nichts. Wir müssen in die Stadt rein. Und als wir in der Stadt waren, da wussten wir ganz genau, wo wir in Alanya sein wollten. Haben wir dann auch ganz schnell herausgefunden. Und ich muss sagen, so hier oben, wir sind hier auf 333 Meter Höhe, ist schon was ganz anderes als da unten. Da unten halt, ne?
am Meeresspiegel. Murat Pascha, ist das kein Sperrgebiet? Ich meine schon. Tja, du wirst schon wissen, wie du das geregelt bekommst. Gohels, was heißt denn Salah? Du wolltest doch bestimmt Salam Aleikum sagen, oder? Kestel ist auch ein Sperrgebiet. Aber Kestel ist auch nicht in Antalya, Stefan. Das ist in Alanya. Er hat eine türkische Frau. Das ist was anderes. Er hat eine türkische Frau. Der Thomas hat eine türkische Frau. Dann kann er ins Sperrgebiet. Dann kann er ein Sperrgebiet. Wieso? Dann machen die doch auch nur Familien-IK mit. Genau. Achso, das geht, ja, stimmt. Jo. Ja, Shadi. Du kapierst es. Ich fühle mich da unten ganz wohl, solange keine Flutwelle kommt. Ja, das ist schön. Du kannst ja mal demnächst vorbeischauen bei uns. Lilien. Weil es schon irgendwie ein Unterschied. Also hier weht der Wind auch extrem. Das Einzige, das mir in Antalya fehlt, sind 3 oder 4 Räder mit Dach. Ja. Hilft ja nicht dieses Elektroteil was? Hat auch ein Dach, nur keine Klimaanlage. Was? Du wartest noch auf eine Einladung? Frau, schick mal raus. An wen denn alles? Lilien. An wen denn jetzt alles? Genau, Party. Warte jetzt aber noch nicht mit der Einladung, nächste Woche erst. Ja, Vera, das ist schon ein Unterschied in den Bergen. Es ist zwar manchmal ein eisiger Wind im Winter, aber im Sommer ist es total angenehm. Ist die Luftfeuchtigkeit nicht so drückend? Es ist nicht so erdrückend, wenn da so ein frischer Wind in Gesicht bläst. Also als ich letztens in der Stadt war, eine Stunde habe ich mich da aufgehalten, da dachte ich, oh je, nee, das ist aber hier, nee, fahren wir wieder weg schnell. Ich verstehe nur nicht, warum alle nach Alanya wollen. Es gibt so viel mehr schöne Ecken. Ja, gibt es. Also Thomas, ich kann nur von uns sagen, wir waren ja vorher in Çanakkale gewesen und ja, alles nur Türken, ne? Gar keine Ausländer. Das fand dann meine Frau dann nicht so toll. Die wollte auch mal was mit Deutschen ja, zu tun haben. Und deswegen haben wir Antalya uns angeschaut. Aber Antalya war ja doppelt so groß wie Köln und Köln war schon zu groß für uns. Und dann haben wir halt Alanya uns angeschaut und Alanya ist halt eine mittelgroße, ja, halbe Million Stadt oder was. Du bist in 15 Minuten überall quasi, wenn du von der Mitte aus fährst, für uns gesehen. Und deswegen, hier sind kurze Wege. Wenn du in Antalya bist, dann brauchst du ja 1,5 Stunden teilweise. Da ist zu groß die Stadt. Definitiv zu groß. Schnell mal irgendwo hin ist nicht. Ja, genau, Togo, das meinte ich. Ein Tuk-Tuk oder sowas. Ja, stimmt. Das mit den Akkus ist auch ein bisschen blöd.
Ja, ich meine, Turgut, man hat doch in Türkei sowieso überall Türken, ja? Aber nicht überall sind Deutsche. Mit den Türken hast du ja immer zu tun. Ich meine, die sind bei mir die ganze Zeit im Haus am Rumlaufen, die Türken. Ja, die sind nicht fertig hier. Thomas, viele Familien wegen ihrer Kinder und viele wegen Deutschsprachigen. Ja. Antalya ist mit jungen Familien vermutlich schwerer Fuß zu fassen. Kann ich nicht reden, ist mir zu groß, so die Stadt. Gemischt ist das Beste. Ja, sehe ich auch so, Vera. Wenn man Türkisch spricht und mit der Familie in der Türkei ist, ist es sicher einfacher. Als Alleinstehende bekommt man halt viel schneller in Antalya, Alanya Kontakt und Unterhaltung. Ja, Lilian, aber soweit ich das verstanden habe, ist in Antalya Konakle, war das Konakle? Konakle ist doch hier bei uns. Wie hieß das denn? Konya-Alte, so, Entschuldigung, Konya-Alte. Da ist das, glaube ich, auch so, dass da ganz viele Deutsche sind. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Bei mir in Kepes habe ich ein Tram vor der Tür. Ich komme in 30 Minuten an den Strand. Ja, 30 Minuten. Wenn du die Tram hast vor der Nase. Wenn du aber keine Tram hast, hast du ein Problem. Wir haben ganz leicht Kontakt in Antalya aufgebaut und die Kinder müssen dann auch fix Türkisch lernen. Ja, bin ich auch der Meinung. Steckst in eine türkische Schule. Ruckzuck haben die dann Türkisch gelernt. Definitiv, Thomas. Macht nicht den Fehler, wie hier die ganzen Alanianer machen, in eine Waldorfschule ihre Kinder zu stecken und wo sie dann Deutsch weitersprechen können. Kinder suchen sich immer den einfachsten Weg und das ist Deutsch. Die Erwachsenen suchen uns auch den einfachsten Weg. Ja. Und deshalb, gab es ein Video zu. Muss ich jetzt nicht nochmal breit treten. Wie viele Deutsche leben in der Türkei? Fragezeichen. Keine Ahnung. Ich glaube 20.000 in Alanya oder waren sie ganz? 3.000 in Alanya. 3.000 nur? Die aktuellen Zahlen sind noch nicht raus. Ja, kann ich dir nicht beantworten. Thomas, da stimme ich dir zu. Wir haben sehr schnell Kontakt aufgebaut. Der Steinstrand. Ja. Wir wohnen aber nicht dort. Ach, der Steinstrand, der ist in Konya-Alte? Nee, der Strand muss da schön sein. Also die ich da kenne, haben sich da total wohl gefühlt. Oh, ich weiß nicht, ja, manche mögen Steinstrände, manche Sandstrände, manche Feinstrände. Ja, ist ja jedes Mal anders, ne, der Geschmack. Antalya gefällt mir nicht wirklich. Ja. Lilian, uns auch nicht unbedingt. Ist zu groß, definitiv. Aber es ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Ich meine, manche Leute lieben ja auch Berlin, ne? Also ich würde niemals nach Berlin ziehen. Das ist mir auch viel zu groß. Viel zu groß. Istanbul, oh Gott. Noch größer geht's immer, ne? Nee. Und zu warm im Sommer. Ich liebe ruhige Strände. Ich liebe ruhige Strände. Du, Vera, du musst mal nach Nordzypern Urlaub machen. Da hast du ruhige Strände. Keine Menschen. Also so gut wie keine. Also das ist, ich sag's ja, also, was die Ruhigkeit angeht, also super toll dort. Und die Strände sind ja richtig traumhaft. Aber die Videos habe ich ja gezeigt. Genau, ich bin ein Berliner. Da blieb mir nur noch Antalya. Ja, ist ja eine Verbesserung. Turgut, ist ja eine Verbesserung. Ein Ticken kleiner. Und das ist dann bestimmt schon wunderbar für dich. Ist ja bei uns genauso. Wir mussten ja von Köln, sind wir dann weg. Da wollten wir nicht in eine größere Stadt, sondern in eine kleinere Stadt.
Abendrunde einläuten. Istanbul ist mir auch zu groß. Ich finde da Samsun besser. Samsun, ist das nicht mitten im Land? In den Bergen? Ich weiß es nicht. Mit dem KLO8 nach Lara und dann noch 10 Minuten laufen und dann hat man einen Strand, Sand, für sich alleine. Echt? In Antalya leben kaum Menschen? Kann ich mir gar nicht vorstellen, Turgut. Hier ist ja schon schwer, menschenleeren Strand zu finden. Also ich würde ja gerne mit den Hunden an den Strand gehen und die frei rumlaufen lassen. Aber das ist eine Zumutung den Gästen gegenüber. Deswegen lasse ich das lieber. Unser Kronos hat ja mal, wie heißt es, einem anderen ein Lammkotelett vom Teller gefressen. Beim Dimchai. Kam nicht so gut an. Sag ich euch, wie es ist. Ja, ich habe aber, wie heißt es, das Essen nochmal nachbestellt quasi für den Herrn. Und bezahlt. Und bezahlt natürlich. Nee, Samsun ist Schwarzmeerküste. Ah, okay. Gut. Ist kalt dort, oder? Das Wasser. Permanent. Ich meine, in Çanakkale ist das Wasser auch kalt. Da waren wir mal im Juli? Was war das? Na, Juli, August. Also Juli, August. Da kann man ja hier in Alanya ins Meer gehen, aber in Çanakkale, eisekalt. Eisekalt. Und dann kann ich mir vorstellen, bei der Schwarzmeerküste ist es noch kälter. Am Meer im Norden, Istanbul des Nordens, ja. Antalya hat beide Seiten Strand. Beide Seiten. wirklich. Mhm. Okay. Konya Alte, Kies, Lara Strand. Ah, Lara Strand. Da wohnt doch der YouTuber, wie heißt er denn nochmal? Ali? Nee, doch klar, Ali. Nee, Atti hieß der, so hieß er. Ja, Atti. Demirtaş und Gazipaşa war ich am Strand im Mai und Oktober, da war es toll. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Wobei ich Gazipaşa noch schöner finde als Demirtaş. Schwarzmeerküste hat keinen Sand, nur Felsen. Ja, kannst mit Schuhen reingehen. Samsun ist der Ort der Amazonen. Was? Mannsweiber? Oder was meinst du? Gazipaşa war ich am Frauenstrand. Super tolles Wasser. Wie Frauenstrand? Ja, gibt's ja. Ja? Hat sich geärgert, dass der nicht genutzt wird, wie geplant. Ach so, ein Frauenstrand und keine Frau da, oder was? Ach, schade. Und dann alle zum Mischlingsstrand. Alanya hatte auch beide Seiten Strand. Ja, stimmt. »20 Mann, 21 Mann, es kommen jetzt noch welche Leute rein, das ist interessant.« So, meine Lieben, ich denke mal, für den ersten Livestream war das ganz toll. Also ich fand das ganz toll mit euch. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, ich werde das demnächst auch mal wiederholen. Und ja, vielleicht mache ich mal eine Umfrage, welcher Tag. Vormittags, nachmittags. Wobei ich nachmittags eher am Pool liegen möchte. Wann haben Sie denn während der Arbeitszeit? Ich könnte ja vom Pool aus einen Livestream machen. Nein, das ist doof, denke ich mal. Weiß ich nicht. Muss ich mal eine Umfrage machen. Aber ja, dann können wir ja nochmal neu entscheiden. Ja, war schön mit euch. Ich sage euch dann auch allen Tschüss zusammen. Einen schönen Nachmittag. Genießt ihn. Und ja, wir hören uns, sehen uns. Ne? Alanya ist klein. Bis dann. Tschüss. Bis dann.